Das Website-System WordPress kann man auch auf dem Apple Mac installieren. In diesem Video zeige ich dir, wie das nur in wenigen Minuten geht. Du brauchst keine Vorerfahrung oder Vorbereitung dazu. Für alle, die neu sind, mein Name ist Sebastian Praska. Meine Agentur macht seit über 10 Jahren SEO und WordPress-Webseiten. Wir haben bereits hunderte Male WordPress entweder installiert, konfiguriert, kopiert oder repariert. Bevor ich dir zeige, wie man es installiert, was wirklich sehr einfach ist, hier die kurzen Vorteile, warum man das auf dem Mac installieren sollte. WordPress kann man jetzt entweder bei einem Hoster installieren, das heißt woanders auf einem Server, oder eben auf dem eigenen PC oder Mac. Beim Hoster muss man dazu einen Server buchen, da zahlt man so im Schnitt zwischen 5 und 30 Euro pro Monat. Die Installation einer WordPress-Website auf Apple Mac ist kostenfrei und hat aus meiner Sicht folgende Vorteile. Es geht auf jeden Fall super schnell. Du arbeitest nur auf deinem PC, da ist nicht irgendwie komplexe Serverinfrastruktur und wenn du eine Aktion durchführst, geht das super schnell. Der zweite Vorteil ist, du kannst das verwenden, um eine WordPress-Installation auszutesten. Vielleicht ein neues Plugin, vielleicht möchtest du ein Update durchführen oder ähnliches. Dritter Vorteil, du kannst auch ohne Internet arbeiten, weil ja die Webseite auf deinem Mac dann betrieben wird. Und alles, was du machst, ist privat. Das heißt, keiner kann deine Website sehen oder du hast irgendwie Sicherheitsrisiken oder ähnliches. Aber natürlich gibt es auch einen großen Nachteil. Deine Website ist nämlich nur auf dem Mac sichtbar und du kannst das nicht als öffentliches System nutzen, das dann von der ganzen Welt gesehen wird. Manche verwenden das so, dass du am Mac deine Website baust, die fertigstellst und danach auf einem Hoster kopierst. So ein Szenario, wie man auch eine WordPress-Website kopiert oder weitere Szenarien wie ich lokale Mac-Installationen verwende, zeige ich dir, nachdem wir jetzt die Installationsanleitung durchschauen. Wenn dir das Video gefällt, dann abonniere gerne unseren Channel und gib dem Video einen Daumen hoch. Gut, um WordPress auf deiner Website zu installieren, benötigst du ein Programm, nämlich einen Webserver. Ich erkläre dir jetzt nicht im Detail, was das genau macht, aber grundsätzlich benötigt man einen Webserver eben, um eine Website überhaupt betreiben zu können. Klingt furchtbar kompliziert, ist aber total einfach. Du musst einfach nur ein Programm downloaden, das nennt sich MAMP. Kannst natürlich auch Alternativen verwenden, aber in dem Video zeige ich dir eben, wie das mit MAMP funktioniert. Auf die Website gehen, Download und Installation durchführen. Wenn du das erfolgreich gemacht hast, dann siehst du eben so einen Bildschirm. Hier würde ich vorschlagen, PHP-Version gleich auf 8.2.0 einzustellen und dann kannst du hier eben auf Start drücken. Das dauert dann ein paar Sekunden, dann kannst du auf Web Start drücken und dann öffnet sich deine neue Webserver-Startseite. Brauchst du dich nicht überall auskennen, ich zeige dir ganz genau, wohin du klicken musst. Das zweite, was wir brauchen, ist, wir müssen WordPress downloaden. Also WordPress Download in Google eingeben, direkt von der WordPress.org Download-Seite und hier ist dann der Button 6.4.2 herunterladen. Eine Website besteht immer aus Dateien, die sozusagen auf deinem Mac dann liegen und einer Datenbank. Und jetzt müssen wir uns auf diese Datenbank connecten. Auch das ist super einfach. Wir gehen hier auf MySQL, drücken hier auf PHP-MyAdmin, sagen hier neu und geben hier einen Datenbanknamen ein. Das könnte zum Beispiel sein WordPress-1. Sag Create. Und das war's schon wieder. Wir können das Fenster schließen. Jetzt müssen wir den Finder öffnen und gehen auf den Bereich Application. MAMP ist ja das, was wir gerade installiert haben. Du brauchst übrigens nicht MAMP Pro. Es wird dir natürlich immer wieder empfohlen zu verwenden, aber MAMP reicht völlig aus. So, und jetzt suchst du den Ordner htdocs und hier machst du einfach darin einen neuen Ordner. Den nennen wir auch WordPress-1. Da klickst du hinein. In einem zweiten Fenster, das kannst du mit Kommando T machen, gehst du jetzt dann auf die Downloads, öffnest dieses WordPress, machst einen Doppelklick auf diese WordPress-Ordner und kopierst jetzt diesen Inhalt, den du hier entpackt hast, einfach in den Ordner WordPress 1. Wir gehen wieder in den Browser und löschen hier MAMP weg und geben jetzt hier ein WordPress-1. Und wenn alles richtig funktioniert, kommst du jetzt schon ins WordPress-Setup hinein. So, hier sagen wir, los geht's und da gibst du eben folgenden Namen ein. Auf der einen Seite den Datenbankname, das ist den du vorher eingegeben hast. Bei uns war das jetzt WordPress-1. Du kannst hier einen Benutzer benennen, ich nenne es als Administrator und eben ein Passwort meiner Wahl. Datenbankhost localhost kannst du lassen und drückst jetzt einfach auf Senden. Wenn das eben nicht funktioniert, kommt so eine Meldung. Das heißt, wir probieren das erneut.
Und der Fehler war, dass ich den Benutzername und das Kennwort der Datenbank eingeben muss. Das ist nämlich immer root, R-O-O-T geschrieben und R-O-O-T. Und da jetzt auf Senden, check, ist durchgeführt, beziehungsweise die Connection ist mal okay. Und dann kann man jetzt eben sagen, Installation durchführen. Er braucht jetzt noch einen Titel der Website. Ich nenne das Apfelkuchen Rezepte Sammlung. Hier kann ich einen Benutzernamen auswählen. Hier kann ich einen frei definieren. Ich nenne ihn Administrator, kann aber nennen wir es Sebastian und ein Passwort, in dem Fall sehr kreativ Password. Bestätige, dass das jetzt ein schwaches ist. Das würde ich dir beim Hoster nicht empfehlen, aber eben auf deinem PC hast du nur du Zugriff. E-Mail-Adresse lasse ich mal aus und Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren, klicke ich an, weil es so eine Gewohnheit sein sollte, immer wenn du WordPress installierst, dass Google jetzt so Testumgebungen nicht erkennt. E-Mail-Adresse noch angeben, sonst passiert eben ein Fehler und WordPress installieren klicken. Das war es eigentlich schon in der ganzen Magie. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, anmelden oder können auch mal schauen, wie die aussieht. Also installiert ist es jetzt schon. Und zwar, wenn du WordPress-1 aufrufst, siehst du sozusagen, wie du jetzt ein Demo von WordPress installiert hast. Mit dem /wp-admin kannst du dich eben mit dem Benutzernamen, den du vorher gewählt hast und dem Kennwort, in meinem Fall Passwort, kannst du dich eben anmelden und hast eben ein vollständiges WordPress zur Verfügung. Jetzt kannst du natürlich vielleicht ein Template installieren oder ein Page-Builder wie Elementor oder was du willst und kannst Plugins installieren. Funktioniert genauso wie bei einer normalen Website. Probieren wir das gleich aus. Und zwar, wir installieren jetzt gleich ein Plugin, das wir für später jetzt brauchen für Backups. Und zwar gehe ich da auf neues Plugin hinzufügen. Das, was ich dir immer empfehle, ist eben All-in-One. Danach suche ich jetzt. So, und zwar All-in-One WP Migration, da drücke ich jetzt auf Jetzt installieren, dann lädt sich der das vom Internet runter und kann das eben aktivieren. Und voilà, im Menü haben wir plötzlich einen neuen Menüpunkt, All-in-One WP Migration. An der Stelle würde ich dir empfehlen, jetzt ein bisschen mit WordPress dich zu beschäftigen. Wie gesagt, es ist in wenigen Minuten wieder neu installiert. Wenn du eine neue Installation durchführen magst, ist der Weg immer der gleiche. Du legst sozusagen immer in diesen htdocs, nochmal zur Erinnerung, das war unter Application, MAMP, htdocs, das ist so dein Grundordner. Kannst du auch einen weiteren Ordner oder Installation anlegen, WordPress-2. Auch hier wieder WordPress runterladen von der Website, beziehungsweise deine Dateien, Downloads verwenden. So, Copy, Paste in WordPress 2. Nicht vergessen, immer die Datenbank auch anzulegen, das machen wir jetzt gleich, das heißt localhost/mamp. Hier wieder in MySQL, PHP-MyAdmin, neue Datenbank anlegen. Die nennen wir WordPress-2. Und schon kannst du hier wieder, wenn du hier wieder eingibst WordPress-2, eine erneute Installation durchführen. Voilà! Für was verwenden wir das sehr oft? Wir klonen uns sehr oft Webseiten, die bei einem Hoster liegen, von einem Kunden oder von uns selber und klonen die und kopieren uns die zum Beispiel lokal auf unser Gerät. Ich verwende dazu eben All-in-One Migration und das machen wir jetzt gemeinsam durch, weil es auch relativ einfach ist. Das heißt, wir kopieren WordPress und kopieren das woanders hinein, sodass wir wirklich eine vollwertige Website dann hätten. Und wir verwenden einfach WordPress 1 und migrieren das in WordPress 2 hinein. Die Basis also immer, du brauchst sozusagen WordPress zweimal installiert. Das, was du kopieren magst, dort ist das Plugin All-in-One Migration zu installieren. Da machen wir ein Backup, zeige ich dir gleich, und dann importieren wir das auf der anderen Installation. Also los geht's. Wir gehen jetzt eben auf die zweite Website und führen die Installation kurz durch. Die kannst du natürlich schon durchführen. Das heißt WordPress-2. Wir sagen, los geht's. Datenbankname ist WordPress-2. Benutzername der Datenbank ist root, also zweimal root. Installation durchführen. Und das ist jetzt nicht der Apfelkuchen, sondern Topfenstrudel-Website. Einfachkeitshalber nennen wir das hier wieder mit den gleichen Zugangsdaten. Ich bestätige, dass es schwach ist. Meine E-Mail-Adresse und gewohnheitsbedingt Suchmaschinen davon abhalten, die Website zu indexieren. Passt. Wir haben jetzt diese Topfenstrudel-Webseite einfach nackt installiert. Und wir wollen jetzt Apfelkuchen-Rezeptseite wollen wir kopieren und in diese Topfenstrudel-Installation einfach hineinkopieren. Dazu brauche ich eben auf der Apfelkuchenrezept das All-in-One Migration. Hier drücke ich einfach auf Backups, sage Create Backup. Es dauert ein paar Sekunden und dann kriege ich eine Datei zum Download zur Verfügung. Die ist jetzt hier 17 Megabyte groß, kann ich hier herunterladen. Diese Datei ist mein Backup meiner WordPress-Website. Jetzt gehe ich in die Topfenstrudel-Website und dazu brauche ich jetzt genauso das Plugin All-in-One Migration. Ist auch kostenfrei zu verwenden. Wir suchen wieder danach. All-in-One jetzt installieren.
aktivieren. Und dann wäre es eigentlich ganz einfach. Wir gehen in das Menü, wir sind auf der Topf-und-Strudel-Seite und ich sage hier Import und hier kann ich sagen importieren, kann ganz viele verschiedene Quellen. Ich will jetzt einfach einen Pfeil sozusagen auswählen, würde das jetzt drücken und jetzt kommt aber ein Fehler. Achtung, ich kann jetzt nur Dateien bis zu 8 Megabyte verarbeiten. Um dieses Problem zu lösen, ist auch relativ einfach, wenn man weiß, was man tut. Hier gehen wir jetzt wieder auf Plugins. Ich sage wieder ein neues Plugin hinzufügen und dann nennen wir HT Access. So, jetzt muss ich kurz schummeln, nämlich es gibt hier eine Anleitung, wenn man das klickt. Die bitte ich dich zu öffnen. Und da gibt es eben für die HT Access, das ist einfach eine Textdatei, hier einen gewissen Code und den kopiere ich mir. Wir nehmen jetzt den HT Access File Editor, sagen jetzt installieren, aktivieren das Plugin und können jetzt diese HT Access File Datei eben bearbeiten. Wenn du Profi bist, weißt du, wo du sie findest und wo du sie bearbeiten kannst. Aber das ist ja ein Video für Nicht-Profis. Dann gehe ich jetzt und sage hier auf Edit HT Access File. Da sagt er mir noch, pass auf, was du da machst, weil danach kann deine Website nicht mehr funktionieren. Wir tun einfach am Ende diesen Code hinzufügen, sag Save Changes und voilà, wir können All-in-One Migration, sagen Import. Jetzt sehen wir da plötzlich 128 Megabyte wäre möglich. Solltest du noch mehr brauchen, kannst du unter Einstellungen WP HT Access Editor hier einfach das Post Maximum Size Limit eben erhöhen, so viel du möchtest. Save Changes. Und dann können wir, wenn man hier auf Import geht, sieht man 256 Megabyte ist erlaubt oder auch mehr. So, jetzt kann ich sehr wohl dieses File nehmen und wir sind jetzt noch einmal auf der Topfenstrudel-Webseite und importieren das Backup der Apfelstrudel-Website. Er sagt natürlich, Achtung, ich lösche jetzt deine Topfenstrudel-Webseite und ersetze sie mit der Apfelstrudel-Website und sage, ja, das hätte ich gerne. Du siehst hier, wir sind noch immer auf dieser WordPress-2 Installation. Sag Finish. Und öffne, mach einfach einen Reload und sehe plötzlich, ich habe die Apfelkuchen-Website unter WordPress-2. Wenn ich mich einlogge, gibt es eben kein Indiz mehr, dass es die Topfenstrudel-Webseite war. Nochmal Szenario, du hast eine Website vielleicht im Web, davon machst du ein Backup, da kann fast nichts passieren, dieses File lädst du runter. Dann kannst du auf dem Mac das installieren und diese WordPress-Installation nackt durchführen, All-in-One Migration installieren, gegebenenfalls dieses HT Access Trick durchführen und durch das Menü Import das File einfach importieren. Voilà, du hast eine Kopie deiner Website erfolgreich auf deinem Mac installiert. Jetzt kannst du darauf herumspielen, du kannst Updates machen, du kannst Plugins austesten, was auch immer. Oder wenn du deine Website eben initial auf deinem Mac fertiggestellt hast, kannst du auch genau auf dem gleichen Weg in einer nackten Installation auf deinem Hoster deine fertige Website übertragen. Sollten Fragen aufgetaucht sein oder bei dir etwas nicht funktionieren, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Wer jetzt seine WordPress-Installation vielleicht mit einem SEO-Plugin ein bisschen verfeinern möchte, dann empfehle ich dir jetzt unser Video zum Thema Use SEO anzuschauen, das ich dir hiermit einblende.